willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm und ich zeige euch heute anhand dieser kleinen Stoffeule, wie ihr Tiere so malen könnt, dass sie aussehen wie echt. Für unsere kleine Eule brauchen wir zunächst einmal die 3 Grundfarben. Das ist Cadmiumgelb, Ultramarinblau und Cadmiumrot. Dazu natürlich Weiß und Schwarz. Dann brauchen wir verschiedene Borstenpinsel für den groben Farbauftrag. Und zwar einen Nummer 10 und einen Nummer 6 und 2 dünne Haarpinsel. Nummer 3 und Nummer 2 habe ich jetzt, je nachdem wie groß ihr eure Eule malt, braucht ihr entsprechend größere oder kleinere Pinsel. Dann braucht ihr natürlich einen Bleistift zum Vorzeichnen und ihr braucht ein bisschen einen stärkeren Malkarton, also der sollte ungefähr 180 Gramm pro Quadratmeter wiegen. Das steht immer außen auf den Blöcken drauf, weil sonst das Papier sich wölbt und durchweicht. Unsere Stoffeule hat ja so ein braunes Fell und ist um die Augen herum weiß. Und das Fell hat auch nochmal wie so weiße Federn oder weißen Flaum. Und damit wir später beim großen Bild wissen, wie wir diese Farben mischen, möchte man das jetzt erst miteinander üben. Dazu, ich lege das Buch jetzt mal ein bisschen weg, ihr habt das schon gesehen jetzt. Dazu fangen wir immer mit der hellsten Farbe zum Mischen an. Das heißt, ich nehme jetzt mal erst Weiß, gebe mir das in die Palette und dann füge ich mal ganz wenig Schwarz dazu. Ganz wenig Schwarz. Weil ihr seht, das färbt unglaublich schnell. Und ich trage das mal auf dem Papier auf. Und wenn ich es dunkler haben möchte, dann halt jetzt einfach verschiedene Grautöne mal mischen. Und weil die Eule natürlich jetzt nicht so grau ist, sondern mehr so bräunlich ist, brauchen wir jetzt auch Brauntöne. Und die mischen wir uns aus den 3 Grundfarben selber. Und zwar deswegen, weil wenn wir unsere Farben aus den Grundfarben immer selber mit dem Grau mischen, dann passen die Farben im Bild später gut zusammen. Und deswegen machen das eigentlich alle Maler so, dass die sich ihre eigenen Farben mischen und eben keine fertig gekauften verwenden. Ich habe jetzt die 3 Grundfarben mal einfach ein bisschen was dazugegeben. Und ihr seht schon, das gibt schon so ein bisschen einen bräunlichen Ton jetzt. Wenn ich es noch dunkler haben möchte, dann gebe ich einfach noch mehr von den dunklen Farben dazu. Ein bisschen Schwarz noch dazu. Das gibt jetzt ein Violett, ist vielleicht nicht unbedingt, was ich gerne hätte. Und wenn das zu bläulich oder zu rötlich wird, dann fehlt die 3. Grundfarbe, dann fehlt das Gelb. Und wenn wir das jetzt dazugeben, dann gibt es eine bräunliche Farbe. Und dann kann man natürlich alle möglichen Färbungen durchprobieren. Und damit man sich besser merken kann, was man dazu gemischt hat, ist es immer ganz gut für Anfänger, wenn man sich das davor schreibt. Also das war Weiß und Schwarz plus Gelb plus Blau plus Rot. Da haben wir dann plus Blau und Rot dazugegeben. Da haben wir dann Gelb dazugegeben. Da haben wir Weiß dazugegeben. Und so entsteht mit der Zeit eine ganze Palette von den Farben, die man später im Bild gut brauchen kann. Wir schauen uns nochmal das Braun an von den Füßen.
von den Füßen und von dem Schnabel. Das ist natürlich ein sehr dunkles Braun, da kann man jetzt dann Weiß nicht brauchen dazu. Das heißt, wir waschen unseren Pinsel gut aus, ziehen den immer so von hinten nach vorne ab, damit wir die Spitze nicht kaputt machen und probieren jetzt mal nur die 3 Grundfarben ungefähr in einem gleichen Verhältnis zu mischen und schauen mal, was da rauskommt dabei. Ja, ist schon fast mein Braun, das ich gern möchte, ein bisschen mehr Gelb. Und das würde mir jetzt zum Beispiel gut gefallen für die Füße und für den Schnabel. Bei der Eule sind die Augen so weiß außenrum. Das gefällt mir persönlich nicht, weil echte Eulen haben so ganz leuchtende, orangefarbene oder gelbliche Augen. Und deswegen werde ich meiner Eule dann im Bild auch solche Augen geben. Und die Augen, die möchte ich jetzt auch noch mit euch üben, damit ihr seht, wie ich das mache. Dazu brauche ich jetzt einen dünneren Pinsel, nämlich den Haarpinsel. Und ich mische mir jetzt ein Braun, das aber mehr ins Orange schon geht. Kann ich ruhig von der Farbe ein bisschen was dazu mischen. So ein ganz helles, fast leuchtendes Orangebraun. Das würde mir jetzt zum Beispiel für das Auge von der Eule ganz gut gefallen. Die Pupille ist natürlich wie bei allen Lebewesen schwarz oder sehr, sehr dunkel. Und damit es nicht unnatürlich ausschaut, könnt ihr von diesem Farbton, der außen rum ist, ein bisschen was mit in die Pupille mischen, damit man das Gefühl hat, die Farbe von der Iris reflektiert in der Pupille. Das gleiche dann außenrum. Und wieder den Pinsel jetzt gut auswaschen und dann natürlich, damit es lebendig ausschaut, immer ganz wichtig, das Licht im Auge. Und das Licht bitte auch nicht ganz weiß machen, sondern wieder ganz, ganz wenig mit der Irisfarbe abtönen, damit es nicht zu sehr absticht vom restlichen Auge. Und das ist meistens in der Pupille, es kann auch ein bisschen in die Iris gehen. Ich mache das jetzt mal links. Ihr könnt natürlich auch, wenn das Licht von der anderen Seite kommt, da auftreffen, aber so ungefähr würde ich das Auge dann malen. Gut, bevor ihr dann zum Malen anfangt, könnt ihr natürlich für euch selber auch noch ausprobieren, wie ihr diese Federn aufbringen möchtet. Ob ihr zum Beispiel lange Federn, solche wischende Striche machen wollt oder ob ihr lieber so kurze Federn macht. Ihr könnt auch die verschiedenen Farben nochmal ausprobieren. Weil natürlich ganz egal, ob das jetzt Federn sind oder ob das tatsächlich so wie bei der Eule so ein Plüsch sein soll, ne? Es ist immer mehrfarbig, man hat immer verschiedene Farbtönungen dabei und das ist ganz gut, wenn man sich das vorher mal auf einem Übungsblatt ein bisschen verdeutlicht. Für das große Bild habe ich mir jetzt ein großes Blatt besorgt und ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie ihr die Eule jetzt auf dieses Blatt zeichnet.
Und zwar bitte überlegt ihr euch vorher, wie hoch ist die Eule und wie breit ist die Eule. Und ihr merkt schon, die ist ungefähr so quadratisch. Und dann könnt ihr euch das oben und unten ein bisschen so andeuten, wo ihr möchtet, dass die anfängt und aufhört. Und dann als nächstes messt ihr, wie hoch ist der Kopf im Vergleich zum Körper. Und ihr merkt schon, der Kopf ist ein bisschen kleiner nur als der Körper. Also ist vielleicht von dem Quadrat hier, ist der Kopf ungefähr hier und der Rest vom Körper ist hier. Und dann deutet ihr euch ganz leicht mit dem HB den Kopf an. Und dann natürlich die Füße unten und links und rechts die Flügel. Und dann habt ihr eigentlich schon das Wichtigste, was ihr von der Eule wissen müsst. Dann stellt ihr das Tier vor euch hin. Ich stelle es jetzt auch aus dem Blickfeld. Ihr könnt es jetzt nicht mehr sehen. Dafür habt ihr die dann im Bild eingeblendet. Und ich schaue mir jetzt da noch an, wo die Flügel ungefähr sind. Kommen hier so aus dem Körper. Dann schaue ich mir die Markierung nochmal an von dieser Brille, die die Eule so um die Augen rumträgt. Dann in der Mitte ist der Schnabel und die Augen sind neben dem Schnabel. Ungefähr der Abstand ist von der Mitte ungefähr gleich. So, meine Zeichnung steht. Es ist auch nicht schlimm, wenn man den Bleistiftstrich jetzt relativ deutlich sieht. Wenn es euch stört, könnt ihr den ein bisschen radieren jetzt. Ich werde es mal bei mir auch machen, aber ihr könntet auch ruhig mit den Acrylfarben einfach drüber malen. Mir fällt es bloß leichter dann, wenn ich nicht so viele Linien habe, auf die ich mich konzentrieren muss. So, wenn ich mein Grundgerüst jetzt gezeichnet habe, dann fange ich erstmal an, den ganzen Körper mit dem Grau auszufüllen, und zwar mit möglichst vielen verschiedenen Grautönen. Und ich habe ja gesagt, ich mache solche Federn. Ihr könnt natürlich auch kurze Striche machen oder könnt es so machen, wie ihr das halt für richtig findet. Wenn ich dann den groben Farbauftrag aufgebracht habe, dann nehme ich mir meine Eule nochmal und schaue jetzt genau, wo auf der Eule Licht und Schatten ist. Und das ist in dem Fall, kommt das Licht von links. Dann habe ich auf der linken Seite ist es immer heller und da innen drin ist es dunkler. Und auf der Seite, wo das Licht nicht so hinkommt, ist insgesamt die Eule ein kleines bisschen dunkler. Und auch da, wo die Flügel so an dem Körper angewachsen sind, ist es nochmal dunkel. Es ist unten dunkel und ein bisschen so um die Augen rum und da vielleicht am Kinn entlang ist es auch dunkler.
Und das mache ich jetzt als nächstes. Ich arbeite jetzt mal diese Lichter und diese Schatten raus. Und dazu mische ich mir jetzt ein dunkleres Grau, und weil Schatten immer ein bisschen kalt ist und ein bisschen dunkler ist, brauche ich hier Braun natürlich zunächst einmal und dann aber mehr Schwarz und mehr Blau, damit es so ein kühler Grau-Braunton wird. Und mit dem kühlen Grau-Braunton versuche ich jetzt mal ganz vorsichtig diese Schatten rauszuarbeiten. Und wenn ich die Schatten gesetzt habe, dann mache ich das gleiche mit der Lichtseite. Ich mische mir jetzt ein warmes Weiß und in einem warmen Weiß brauche ich immer mehr Gelb- und mehr Rotanteile. Und damit kann ich jetzt in der Lichtseite nochmal Akzente setzen. So, und damit ich einen sanften Übergang bekomme, dass das also nicht so krass hell und dunkel ist, versuche ich jetzt nochmal mit so einem mittleren Farbton das ein bisschen aufzulösen. Dann muss ich jetzt als nächstes diese Brille um die Augen machen. Das ist natürlich weiß mit ganz, ganz wenig Färbung, also ein ganz, ganz helles Weiß, ein warmes Weiß. Und das kann natürlich im Schatten, kann das ganz wenig dunkler werden. Also wirklich da versuchen, einen ganz sanften Übergang herzustellen, damit es wirklich nur einen ganz weichen Schein hat.
Als nächstes mache ich dann die Augen. Und bei den Augen können die unteren Seiten ruhig ein kleines bisschen heller sein, weil man dann so das Gefühl bekommt, wenn wir dann oben die Wimpern drüber malen, dass die obere Hälfte vom Auge so ein bisschen im Schatten liegt. Die Pupille machen wir schwarz. Und wir mischen die so ein kleines bisschen mit der Augenfarbe ab, damit es nicht zu stumpf aussieht. Und dann, wie vorhin schon gezeigt, das Licht mit ein bisschen am abgetönten Weiß. So, und wenn wir jetzt wollen, dass da wie so Federn oder wie so kleine Wimpern außenrum sind, brauchen wir jetzt noch ein sehr dunkles Grau. Und dann können wir mit dem feinen Haarpinsel noch so tun, als wären da Federn oder Wimpern. So, und für den dunklen Rand außenrum nehme ich jetzt den ganz feinen Haarpinsel und ich mische mir wieder so ein Schwarz, das ein kleines bisschen mit dem Braun abgetönt ist. Und kann hier jetzt auch diese Augenwinkel so ein bisschen andeuten. Zum Schluss brauchen wir dann noch den Schnabel natürlich und die Füße, die machen wir mit einem sehr dunklen Braun.
Gut, und zum Schluss mache ich jetzt mit dem Borstenpinsel da unten noch diese weißen Stellen weg, weil da kann es natürlich nicht zu hell sein, sondern da muss eigentlich das Federkleid sehr dunkel sein. Das heißt, ich mische mir da jetzt nochmal eine sehr dunkle Grau. Und lasse das Federkleid jetzt so über die Füße so drüber wachsen. Dann kann ich da nochmal ein bisschen verstärken. Mal ein bisschen die Akzente setzen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt selber euch einen Hintergrund für die Eule überlegen. Also grün oder braun oder könnt auch ganz mutig gelb oder rot dahinter setzen. Sieht mit Sicherheit alles gut aus. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, da unten noch einen Boden hinmalen oder vielleicht einen Zweig drunter, dass man meint, dass die Eule da so sitzt. Das überlasse ich alles eurer Fantasie. Für mich ist das Bild jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt dann ausblenden und vielleicht die Eule noch mal ein bisschen korrigieren und euch dann am Schluss das gute Bild zeigen. Ja, ich bin mit meiner Eule jetzt soweit fertig. Ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt da unten ein bisschen einen Tisch angelegt. Ich habe auch die Lichter nochmal auf der Lichtseite verstärkt. Ich habe auch die Augenlichter nochmal ein bisschen heller gemacht. Und ja, ich bin soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal bei der nächsten Lektion auch wieder dabei. Bis dann, ich freue mich auf euch.